Hallo, herzlich willkommen zu unserem Webinar von Bananatime Spring Summer 21. Wartet schon die Julia auf uns aus Amsterdam. Hi Julia, how are you? Hi, I'm good. How are you doing? Fine, thank you. Julia, I'm just starting in German with some webinar introduction and then I'm going back to you. Okay. Ganz kurz, ihr seid alle auf Stunden geschaltet, ihr seid alle nicht zu sehen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr einfach die Hand heben in der Zoom-Webinar-Ansicht oder ihr könnt euch auch direkt im Chat melden. Wenn ihr nicht gesehen werden möchtet, ist es auch überhaupt gar kein Problem. Dann schreibt ihr da einfach im Chat die Frage und wir würden die Frage dann für euch weiter an Julia von Bananatime geben oder auch an Kira, die danach die Präsentation übernimmt. Ansonsten wird das Webinar aufgezeichnet. Wenn ihr das nicht möchtet, dann müsstet ihr bitte rausgehen. Aber ihr bleibt alle gern dabei und freut euch, wie ich auch schon, euch wahnsinnig auf die Kollektion von Bananatime Spring Summer 21. Hi Julia, how are you doing? Yeah, I'm good, thank you. How are you? Fine, thank you. We are quite busy here in our showroom here in Berlin. And we're moving to the showroom during the next 2 weeks to Munich. So we are very happy to sell your collection. Oh, well, it looks wonderful. I love the flowers. It's beautiful. We enjoy very much here. Yeah. Julia, let's start. I want to introduce your brand to all our customers out there and all our potentials out there. And I just wanted to ask you if you could introduce your brand like briefly in some short abstract. Sure. The brand Bananatime was started with myself and my best friend Naoyo Kawaguchi. And we started, I guess, around the year 2014. And we used to travel a lot for our own work and for private. And what we were missing was a clothing that was, our style was a bit more boyfriend and we wanted something more versatile and, pack really small. So we ended up deciding to start Bananatime because we couldn't find it ourselves. And so our whole vision with Bananatime, we just wanted to kind of simplify our lives and make one wardrobe that could be for home, that could be for travel, easy to care for, but very versatile and comfortable, and you always feel like you look good at the same time, even though you're comfortable. So that was our vision by creating Bananatime. Okay, and why did you choose silk as like the very feel good? Well, for silk, we just thought, well, it's actually probably one of the most versatile fibers. One, it automatically is very luxurious, but it's a fiber that is kind of magic because it keeps you warm in the winter and it keeps you cool in the summer. And it's also, the fibers are very fine and long, and so you can pack it. You can pack like, I don't know, 20 pants in one small carry-on. So it's a very versatile fabric, and also, you can mix and match it and it prints beautifully. So that's why we ended up, and we chose a quality that is, it's a higher density, so it's machine washable as well. Yeah, it's like really amazing, Yeah. Our experience is the best silk everybody has worn since then, and everybody's in love with this beautiful fabric you chose for you. Thank you. Julia, what was the inspiration behind the Spring Summer 21 collection? Well, Spring 21, we started off thinking we wanted to kind of, well, first we did a trip to London, in fact, and we visited a lot of museums, and we just wanted, I beg your pardon? Before Corona. Yeah. And so we were like, oh, let's just get our headspace open. So we visited a lot of museums, and
we got a lot of inspiration from the arts and craft movement. So that whole period of William Morris and, you know, the whole idea of menswear and this bespoke, but then how do you modernize it? And so we took sort of like classic menswear motifs or wall coverings or vintage textiles, and then we kind of reinterpreted in like new proportions and modern colors. And yeah, so that's, well, so, and then also some vintage textiles, we kind of played with it. So like little, can you, it's like vintage indigo Japanese textiles, or, you know, it could be, this is actually a little purse. So it's like taking inspiration from textiles, from art, from craft, and then reinterpreted it in a modern way. Okay, interesting. And what is your usual way of developing collections? Do you usually, like, as you said, taking trips to London, or is it where do you find inspiration? Well, usually do find our inspiration from like travels or from art or nature. Sometimes it involves traveling abroad, or it might be a time when we did from a previous travel, or like some vintage textiles that we had found like 10 years ago. So the inspiration really comes from a lot of also emotion, like how we're feeling at the time. But how we build the collection, we kind of, well, we have this sort of core foundation of no gender styles. So, you know, we always have this sort of carryover classics. So our, you know, our easy pant or our slim granddad shirt, our Mac shirt, they're sort of like the staples in the collection. And around that, we kind of build, okay, what are some items that we think might add to what you would need for home or for travel? So we kind of think of what we would think would be nice, like for example, the robe lights. Yeah, it's kind of like, it's nice just to have a light covering, you know, when you're inside on a summer day, but then a summer night, you want just something easy to wear over your outfit. And so we're like, yeah, that's perfect. We made it in a slightly lighter silk quality, but we really wanted to make it quite refined, so you could still wear it outside as a light layering, like an overcoat. So yeah, it just kind of evolves. So how did the last month and Corona did an input on your development of the collection? How has it been influenced? Yeah, this is a very unusual time, and you really, I think for everyone, it kind of like, you realize it kind of made you slow down. It made you think more about, you know, what to be thankful for, what you have. And in terms of the collection, so what it affected us is we had to work differently. So we obviously no traveling. And also at the same time, we were like, okay, we need to really refocus the collection on what is like core to the brand, like what is the brand message we want to communicate, and just to be more focused with it. So I think with Corona, it kind of makes you focus personally what is important, and also on your own collection. What is it that is most important, or what is Bananatime? So it really made you think and sort of like digest and kind of like self-reflection a lot. Yeah. And what has been your biggest learning during the last month? Is there anything you could name right now, or personally, or you mean for the brand? Whatever you would like to. It's always what people are more interested in. But I think personally, you really then start to feel thankful for what you have, and thankful for people and friends and family. And I think for the brand, for Bananatime, what it kind of made us is to really be more focused on communicating what is the brand, to be a little bit more bold. It's like,
you know, this whole strange time kind of makes you like, okay, you gotta like just be a little bit more bold about who you are, and you got one life, so let's live it. That's really, really good resume. But I have one more question for you. Yeah. What's your favorite piece out of this collection? Well, we were doing a lot of the videos, you know, all those like virtual videos and everything, and we were trying on the clothes, like both Naoyo and I. And I have to say, my favorite outfit was the BT Dots Navy, and it was the Hawaiian shirt, and then tucked in with the cropped tailored pant. Okay, I think we'll see it. Yeah. I think we'll see it next on the models. Okay, it's a bit more boyfriend, but that's that's kind of like my style. So that's cool. Many thanks, Julia, for supporting us here and for sharing all your wonderful ideas and sharing this wonderful collection with us. So, well, thank you so much for all your support and just really organizing all of this to finding new ways of working. It's we really appreciate all your support. Many thanks. Thank you. Yeah, I'm taking over to Pia, who will explain the collection right now in German. So. Also Pia, dann freuen wir uns jetzt auf die Präsentation. Und dann dürfen unsere Models direkt starten. Also Regina hat uns jetzt einmal nah an der Kamera nochmal den genauen Print gezeigt, einfach, dass ihr bei Bananatime lebt ja von den Prints, dass ihr da eine gute Overview bekommt. Nicht wundern, warum der Arm einfach in die Kamera gehalten wird. Regina trägt hier das gerade von Julia schon angepriesene Broken Light Dress, was auch super als Mantel getragen werden kann, wie man sieht. Das hat hier einen klassischen Kragen, geht dann ganz schlicht nach unten fallend, hat einen Gürtel, vielleicht magst du dich einmal drehen. Wie man sieht, fällt es auch hier sehr leicht und gibt nicht zu viel Volumen. Und am Arm haben wir eine überschnittene Länge, die kann natürlich, wenn man möchte, auch nach unten werden. Noch einmal drehen. Genau. Ihr könnt das mit Gürtel tragen, aber auch ganz easy ohne, also eigentlich eine Art Morgenmantel, Kleid oder auch Mantel einfach so zum Übergang. Macht sie dann auf. Darunter trägt sie einmal unser Slip-Top in unserem Paisley Pink Print und dazu unsere Boxershorts. Das ist die kürzere Short-Variante, die Bananatime drin hat. Man sieht, vielleicht magst du einen Schritt nach vorne gehen. Hier am Bund ist ein ganz elastischer Bund, also einfach zum Reinschlüpfen und vielleicht noch einmal von hinten. Ihr habt hier zwei verstellbare Spaghetti-Träger und einen leicht feinen, schönen Rückenausschnitt. Und das kann man eigentlich sehr vielseitig einsetzen, entweder als schönes Sommeroutfit oder auch als Pyjama. Danke, Ina. Wie Julia auch schon erwähnt hat, Bananatime ist ein Unisex-Brand. Das bedeutet, wir haben auch ein Male-Model dabei. Alle Styles sind unisex zu tragen, das heißt für Frau und Mann. Daniel zeigt uns hier unser klassisches Branded-Shirt. Das ist ein oversized geschnittenes Hemd mit einem Stehkragen.
und ja, auf einer leicht überschnittenen Armlänge. Ihr könnt das Ganze eben sehr klassisch als Hemd tragen oder eben auch ein bisschen mehr und lockerer aufgeknöpft. Vielleicht magst du es noch einmal von hinten zeigen. Ihr habt hier eine Teilungsnaht am Rücken und auch nach unten hinten in der Mitte diese Bundfalte, sodass es auch hinten einen sehr schönen Fall gibt. Dazu trägt Daniel unsere neue Cropped Pant, von der hat Julia auch gerade schon gesprochen, beides in dem Paisley Print. Die hat auch hier, also die ist cropped geschnitten, ich mag so einen Schritt zurückgehen, und die Länge, also sie endet auf Knöchellänge. Und er hat auch hier vorne, also es ist eine sehr gefittete Hose, Bundfalte mit drin und hinten zwei Paspeltaschen und auch, wie man hier sieht, kann man einen Gürtel dazu tragen. Danke, Daniel. Regina zeigt uns hier unser Slip Dress. Das ist der Sky Story Print. Vielleicht magst du noch mal einstellen, auf die Kamera zugehen, dass man den Print gut erkennt. Genau, also wie ihr gerade gesehen habt, das sind so leichte geometrische Zeichnungen mit so Farbplätzen, so in so einem Leim und ja, rosa Lilaton, also schön sommerlich. Und das Kleid an sich hat einen sehr geraden Schnitt mit Spaghetti-Trägern. Ihr habt, vielleicht magst du einen Schritt zurückgehen. Es geht übers Knie und ihr habt seitlich eine G-Stütze. Und dann einmal umdreht. Habt ihr auch hier, wie gerade bei dem Top, was sie uns präsentiert hat, die verstellbaren Spaghetti-Träger und den gleichen Ausschnitt. Das gibt es auch in vielen verschiedenen Künstlern. Auch hier vorne vielseitig einsetzbar, eben entweder eben ganz zu stylen oder ja, Sneaker, wenn man möchte, oder auch hier als Pyjama-Kleid, Nachthemd zu tragen. Genau, und was auch noch schön ist, bei Bananatime, es gibt jedes Kleid, bei jedes Stück in unterschiedlichen Prints, weil eben davon die Kollektion lebt. Und ja, danke schön. Daniel trägt hier das Hawaiian-Shirt, das war gerade auch Julias Lieblingsteil, was sie erwähnt hat, was sie super gerne trägt. Das ist auch ein Bananatime Classic, das ist ein Kurzarmhemd, ziemlich locker geschnitten. Ihr habt hier oben den klassischen Hemdkragen und es ist auch durchgeknöpft. Und auf der linken Brust habt ihr eine klassische Hemdtasche. Magst du dich noch einmal umdrehen? Hier hinten sieht man auch nochmal diesen lockeren Fall, also es ist echt super easy und leger zu tragen und hier oben auch bei Bundfalten, dass es hinten ein bisschen tanierter fällt. Dazu trägt Daniel unsere Paisley Tapered 2 Pant, das ist auch ein Bananatime Classic, die ist auch ein wenig gefittet, nicht so cropped wie die Hose davor. Also die geht praktisch bis nach unten und auf der Rückseite hat sie auch wieder so zwei Paspeltaschen, ähnlich wie die Cropped Pant, die unterscheiden sich praktisch einfach mit. Danke. Regina trägt nochmal unser Slip-Top in einem anderen Print. Was super schön ist bei dem Teil, in dem zwei Prints sozusagen in einem habt. Ihr habt auf der linken Seite den kleineren Paisley in Kombination mit dem Jumbo Khaki Paisley Print. Genau, und dazu, magst du das mal ansehen? Hier ist auch wieder bei dem Top ähnlich wie dem kleinen und auch dem ersten Top, was Sie und zwei verstellbare Spaghetti-Träger. Das waren einmal zu gucken.
Das ist auch wieder die Taper Pant, die Daniel jetzt gerade präsentiert hat, also vom Fit her ähnlich, da sieht man halt echt, dass es für die Damen und die Herren super funktioniert. Und jetzt seht ihr auch noch was nochmal super durch die Länge, das ist auch zu einem sehr eleganten Schuh super zu kombinieren. Bei Daniel hatten wir gerade die Sneaker-Variante und bei dann hier hinten gleich im Einschnitt hier hinten seht ihr nochmal die zwei Taschen und auch hier habt ihr ebenfalls bei der Kopfhand die Möglichkeit, wenn man möchte, einen Gürtel mit einzuziehen. Und dann noch ein Danke. Hier seht ihr ein All-Over-Print, und zwar den Lieblingsprint, den Julia uns gerade präsentiert hat, den Bananatime Print. Dann trägt dazu noch das Branded Classic Shirt von Bananatime. Eben eine schon kurz präsentiert. Neu bei dem Style ist die Easy Pant. Das ist ja, ein Bananatime Klassiker, die ganz klassische Easy Pant, die wir immer mit drin haben. Das ist ein ganz klassischer Straighter Fit. Was der Unterschied zum Taper Pant ist, dass ihr hier einfach einen Gummizug habt mit elastischen Bändern und die dann zuziehen. Von hinten gibt es auch hier keine Taschen, das heißt sozusagen die ganz klassische Pant. Ina zeigt uns hier einen neuen Style aus der SS21-Kollektion. Den gab es so vorher noch nicht. Das ist sozusagen eine neue. Und das ist das Kaftan-Dress. Das ist ein super schönes, langes Kleid. Und wir haben ein paar Trageoptionen. Also oben hat ihr an sich einen V-Ausschnitt. Ihr habt diese Bänder, um es zu schließen. Man kann es, wenn man möchte, auch ganz locker einfach offen tragen. Und hier habt ihr einen Gummizug mit drin. So Oversize tragen, wie es Luna uns jetzt gerade präsentiert, oder wenn man möchte. Ein bisschen taillierter und man könnte, wenn man möchte, sogar noch zubinden. Und vom Print her haben wir hier wieder den Pasty-Print und auch wieder eine Kombination und hier den dunkleren mit drin, jeweils an den Seiten, also gewöhnlich vom Arm bis nach unten und dann in der Mitte den hellblauen Pasty-Print. Einmal von hinten, da sieht man auch, es fällt super schön gerade, es ist nicht zu kippen und auch ein bisschen Einschluss von der Seite. Und sehen hier haben wir zwei E-Schlitze, also auch super von der Beinfreiheit und man kann es ganz ja, sehr elegant und lautschmutzig Hier zeigt uns Daniel nochmal eine andere Printversion von dem Variant-Shirt. Hier habt ihr auch nochmal ganz schön diesen Mix-and-Match drin, wo Julia auch schon gesprochen hat. Ihr habt hier diesen Jumbo-Paisley und am Hüllchen und über den Knopf den kleineren Paisley. Und zur Hose, das ist die Relaxed Short. Also bei Lina haben wir im ersten den Boxer-Short fit gesehen, der ist kürzer. Das ist jetzt ein bisschen länger, also eine schöne Sommerhose. Ihr habt rechts und links zwei Taschen. Und vom Bund her ist es auch ein sehr elastischer Bund,
zu tragen. Genau. Im Team haben wir dann auch 2 Passporttaschen aufgesetzt, also hat schon mehr fit als die Hände. Da zeigt uns hier nochmal ein Bananatime Classic, Max-Shirt, ein super begrifflich, sehr elegant, so Chain hat. Und genau, ihr habt hier durchgehend Platzleiste, Oberseite Schritt mit dem Gürtel, der mitgeliefert wird. Seht ihr auch wieder eine Technikungsbahn und die Bodenfalte wieder nicht, super schön halten. Ich zeige euch jetzt auch einmal die letzte Bodenhütte. Das war schon sehr elegant, aber man kann es auch super gut auch was heißt tragen. Ihr habt auch an den Seiten jeweils 2 Schlitze, vorne gut ein bisschen kürzer als hier. Und wenn man möchte, könnte man es auch komplett aufnehmen. Zur Seite kann ich mir eigentlich beantworten. Zum Beispiel. Ja, ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Die Kollektion ist wirklich wahnsinnig schön und ich ja auch schon in Studien angesprochen habe, das Bild hat wahnsinnig von dieser tollen Seide, die man dann auch wunderbar in die Waschmaschine werfen kann. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr einen Termin bei Tür bucht, wenn ihr das schon längst getan habt. Ansonsten könnt ihr gerne bei uns in Berlin vorbeikommen, auch in München oder dann bei Kollektionen auch bei Pia erleben. Und vielen Dank, dass ihr alle dabei wart heute. Und wir machen morgen weiter mit Aaron. Dann könnt ihr auch schon die neue Kollektion bekommen für die Spring 21. Und morgen Nachmittag findet unser erster Snack-Event statt. Also lasst es euch nicht entgehen und wenn ihr Feedback habt, dann freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns das schreibt oder direkt in den Chat jetzt packt oder habt ihr denn noch Fragen, dann würden wir die natürlich auch beantworten. Ist aktuell. Dann freuen wir uns, wenn wir uns morgen wieder bei Aaron sehen. Bis dann, macht's gut. Ciao.